Trump und US-Zölle. Diese beiden Begriffe hat man in den letzten Tagen wieder vermehrt in den Medien gelesen. Am 1. August hat jetzt Donald Trump Zölle festgelegt, die aktuell gelten. Darum rede ich heute mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt, bei Anlegen mit Weitblick über die US-Zölle. Philipp, haben die Aktienmärkte schon reagiert auf die neu festgelegten US-Zölle? Ja, für das habe ich eine Grafik mitgenommen. Man sieht hier drauf einerseits den Schweizer SPI in blau und in gelb der amerikanische S&P 500. Und da sieht man, dass am Liberation Day, also im April, die Märkte eigentlich stark eingebrochen sind, bis zu 10%, sich aber auch schnell wieder erholt haben. Und jetzt seit dem August eigentlich gar nicht reagiert, also sogar eher gestiegen sind. Also der Börse herrscht keine Panik. Man sieht auch selbst die Schweiz, die jetzt auch stärker betroffen ist als sogar noch vorher. Auch dort, wenn wir jetzt ganz rechts schauen, im August ist jetzt nicht so, dass dort eine Panik eingetroffen oder so, sondern dass es eigentlich sogar gleich geblieben ist. Und jetzt muss man noch schnell die Grafik in Relationen setzen. Die USA sieht so viel besser aus, ist aber in US-Dollar und der US-Dollar ist seither fast 10% gefallen. Also die Märkte wären gar nicht so unterschiedlich. Merkt sie also optimistisch? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, tatsächlich. Sie optimistisch sind. Es gibt auch drei Gründe oder drei grosse Gründe für das. Einerseits ist eingepreist, glaube ich, viele Marktteilnehmer, dass die USA wird Zinsen senken im September. Das wäre gut für die Märkte. Dann haben sich die Zölle auch nicht so stark ausgewirkt, wie vielleicht befürchtet. Viele Unternehmen, gerade die in diesen grossen Indizes drin sind, die produzieren zum Teil schon in den USA. Da können die Lieferketten verschieben. Also die Auswirkungen auf Gewinne sind bisher eigentlich nicht so gross gewesen. Und zu guter Letzt, das habe ich auch wieder eine Grafik mitgebracht, sieht man, dass auch die Zölle im Durchschnitt eher tiefer geworden, als sie angekündigt waren. Also eine gewisse Erleichterung. Ich muss natürlich sagen, es ist immer noch höher als vor einem Jahr. Wir hatten fast 0 gehabt. Also eigentlich immer noch schlecht, aber immerhin nicht ganz so schlecht, wie man erwartet hat. Die Erwartung war 35%, jetzt ist es 26% im Durchschnitt. Und wenn man es handelsgewichtet anschaut, ist es sogar unter 20%, die Zölle sind. Spannend auf der Grafik finde ich übrigens auch, für was man Zölle alles nutzen kann oder wie sie begründet werden. Das ist ein Sauerheilmittel. Einerseits bei Brasilien geht es ja darum, dass man nicht einverstanden ist, wenn man mit dem ehemaligen Präsidenten umgeht. Bei der Schweiz ist es Handelsbilanzdefizit. Bei Kanada und Mexiko geht es eher um Grenzschutz und Schutz vor Drogen und Migranten. Also es ist ein Sauerheilmittel, das man als Drohung für alles einsetzen kann. Für US-Konsumentinnen und Konsumenten werden jetzt ja auch viele Produkte teurer. Schlägt sich das eigentlich schon auf die US-Inflation nieder? Bisher noch nicht so. Wenn man die Juli-Inflation in den USA anschaut, ist die gleich geblieben wie im Vormonat bei 2,7%. Das einerseits, weil die Energiepreise günstiger geworden sind, auf der anderen Seite Dienstleistungspreise teurer. Das hat sozusagen gemacht, dass es im Schnitt 0 oder 2,7 ist geblieben. Aber ich habe gesagt, Dienstleistungspreise, das bedeutet auch, dass die Güterpreise noch nicht reagiert haben. Also nein, es hat sich noch nicht durchgeschlagen. Sie ist zwar höher als Fett das will, aber noch nicht durchgeschlagen. Kann es ja auch sein, dass die Auswirkungen der US-Zölle sich später zeigen? So ein gutes Beispiel und mehrere Studien dazu. In 2018, als Donald Trump schon mal Präsident war, hat er zum Schutz der heimischen Waschmaschinenindustrie, also zum Schutz der eigentlich schlechteren Produkte, hat er Zölle eingeführt, 20%. Und da zeigen zahlreiche Studien, dass das ein paar Monate gedauert hat, bis zu 6 Monate, bis sich das durchgeschlagen hat. Aber die Studien zeigen auch noch andere Effekte. Zum Beispiel, dass Tumbler auch teurer geworden, obwohl dort gar keine Zölle drauf waren. Also wir haben die Gelegenheit auch noch genutzt, um andere Produkte, die im Zusammenhang sind, teurer zu machen. Und ja, das führt mich dazu, es ist hat sich noch nicht durchgesetzt, es wird sich und die Sache wird schlussendlich der US-Konsument zahlen. Natürlich sind auch neue Arbeitsplätze geschaffen worden, dann zumal in der Industrie der Waschmaschinen, aber zu einem teuren Preis für den Konsumenten. Gut, dann kommen wir noch zu unserem Vermögensverwaltungsmandat. Hat es dort Anpassungen in der Positionierung gegeben? Nein, wir haben keine Anpassung durchgeführt. Wir glauben, wir sind gut positioniert. So, wir sind auch leicht vorsichtiger positioniert.
Wir haben zwar eine neutrale Aktienquote, aber ein starkes Untergewicht in den USA. Das auch, weil, wenn man das erste Halbjahr anschaut, die USA nicht mehr so stark sind gewachsen wie noch vor einem Jahr. Auf der anderen Seite haben wir als Gegenpol auch noch mehr Sicherheit eingebaut. Wir haben ein Übergewicht in Gold und in Immobilien und insgesamt sind wir mit dieser Positionierung zufrieden. Habt ihr Fragen zum Marktgeschehen? Dann stellt die an die eingeblendete E-Mail-Adresse und dann bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.